Mit 5 Jahren kam Giuliano Strö ins Guinness-Buch der Rekorde und wurde berühmt. Der kleine Junge hatte so stark entwickelte Muskeln, dass selbst ein erwachsener Bodybuilder neidisch hätte werden können. Man prophezeite Giuliano eine glänzende Sportkarriere. Heute ist der Teenager 16 Jahre alt. Lasst uns herausfinden, welche Erfolge er erreicht hat. Giuliano Strö wurde am 18. Juni 2004 in Rumänien geboren. Sein Vater Julian war früher ein professioneller Turner und begann deshalb, seinen Sohn bereits im Alter von 2 Jahren zum Training zu motivieren. Hanteln und Klimmzugstangen waren für den Jungen so zugänglich wie Spielzeug. Julian wurde oft kritisiert. Man warf ihm vor, das Kind mit Gewalt zum Training zu zwingen und ihm übermäßige Belastungen aufzuerlegen. Doch der Vater wies alle Vorwürfe zurück und betonte, dass er den Zustand seines Sohnes genau überwache. Sobald er sah, dass Giuliano müde wurde, beendete er das Training. Die Muskeln des Jungen waren für sein zartes Alter erstaunlich stark entwickelt. Einige Fans zweifelten, dass dies allein auf hartes Training zurückzuführen war, und vermuteten, dass Giuliano spezielle Nahrungsergänzungsmittel erhielt. Doch Beweise dafür wurden nie gefunden. Giulianos Leistungen wurden ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Zum ersten Mal schaffte er es dort hinein, als er gerade einmal 5 Jahre alt war. Giuliano schaffte es, 10 Meter auf den Händen zu laufen und dabei einen schweren Ball zwischen seinen Füßen zu halten, schneller als alle anderen. 2010 brach er den Weltrekord im 90-Grad-Liegestütz. Die Schwierigkeit dieser Übung besteht darin, dass die Beine den Boden nicht berühren. Giuliano schaffte 20 solcher Liegestütze hintereinander, während der vorherige Rekordhalter nur auf 12 kam. Die Live-Übertragung im rumänischen Fernsehen machte ihn über Nacht buchstäblich berühmt. Später setzte Giuliano weitere Rekorde in schwierigen Turnübungen wie dem Human Flag, Klimmzügen in der Human Flag-Position und Muscle-Ups. Doch 2015 hörte Giuliano plötzlich auf, öffentlich aufzutreten, und sogar seine Social-Media-Accounts wurden nicht mehr aktualisiert. Fans spekulierten, dass der Junge verletzt war oder durch Überlastung erkrankt war, doch bis heute gibt es keine genaue Antwort darauf, was passiert ist. Erst 3 Jahre später verkündete sein Vater, dass Giuliano das Interesse am Turnen verloren habe und sich nun für Boxen begeistere. Heute nimmt der Teenager regelmäßig an Wettkämpfen teil und landet oft unter den Top 3. Giuliano hat 2 Schwestern und einen Bruder, Claudio, der 2 Jahre jünger ist. Als Claudio älter wurde, schloss auch er sich dem Familientraining an. Obwohl er im Turnen nicht so erfolgreich war wie Giuliano, traten die Brüder oft gemeinsam auf. Mittlerweile hat auch Claudio sich dem Boxen zugewandt. Der Vater der Jungen fungiert als ihr Trainer und betreibt einen YouTube-Kanal, auf dem er regelmäßig Berichte über Trainings und Wettkämpfe seiner Söhne veröffentlicht. Heute ist Giuliano 16 Jahre alt. Äußerlich hat er sich stark verändert und wirkt nun wie ein ganz normaler Junge. Der Teenager ist gewachsen, seine Körperproportionen haben sich geändert und seine Muskeln sind weniger voluminös. Dennoch ist er nach wie vor in ausgezeichneter körperlicher Verfassung. Giuliano plant, in Zukunft professionell zu boxen. Doch sein Leben besteht nicht nur aus Training und Wettkämpfen. Wie alle Teenager geht er zur Schule und verbringt seine Freizeit mit Freunden. Es bleibt nur zu spekulieren, ob Giulianos Gesundheit unter den körperlichen Belastungen in seiner Kindheit gelitten hat und warum er so plötzlich die Sportart wechselte. Doch der Junge ist entschlossen, und das bedeutet, dass er jede Chance hat, ein erfolgreicher Boxer zu werden. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.